450 Euro für die Maschine, 225 Euro für eine Platine, einen Bildschirm und 6 Monate täglicher Shots. Entweder die cleverste Espresso-Investition meines Lebens oder das teuerste Bastelprojekt in der Geschichte der Küchengeräte. Ich bin Chris und heute erzähle ich euch die ganze, ungefilterte Wahrheit darüber, einer bescheidenen Gaggia Classic ein Gaggi-Made Gehirn zu verpassen. Spoiler, der Kaffee ist phänomenal, aber die Reise ist, nennen wir es mal charakterbildend. Wenn ihr mehr Kaffeevideos in eurem Feed sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Auf dem Handy wischt nach links auf die Kommentarsektion und tippt auf Hype, um das Video zu pushen. Dauert 2 Sekunden, fühlt sich an wie Espresso für die Seele und hilft dem Kanal enorm. Jetzt aber zum Wesentlichen. Erinnert ihr euch noch an das Leben vor dem Mod? Du drückst den Brühschalter, tanzt den Temperaturtango, betest zu den Espresso-Göttern und kriegst trotzdem um 7 Uhr morgens eine saure Überraschung. Mit dem Gaggi-Made stellst du 93 Grad Celsius ein, tippst aufs Display und zack, 93 Grad auf den Punkt, Shot für Shot. Plötzlich schmecken helle Röstungen nach hellen Röstungen und nicht nach Röstroulette. 3 Features machen das möglich. Eine PID, die den Namen wirklich verdient. Du kannst eine Temperatur für den Shot einstellen und die Temperatur während des Shots mit erweiterten Profilen verändern. Druckprofilierung funktioniert genauso gut und ich hatte damit sehr gute Erfahrungen, ist aber nur bei der Pro-Version von Gaggi-Made dabei, da du hier einen Drucksensor in den Wasserkreislauf der Maschine einbauen musst. Ich finde es cool, aber das war für mich der komplizierteste Teil der Installation. Stop by Weight, sodass die Maschine bei exakt 36 Gramm aufhört zu brühen, während du noch halb am Schlafen bist. Ich nutze die Buku Themis Mini und die Bluetooth-Integration läuft einwandfrei. Einmal gekoppelt, musst du sie nur noch einschalten und sie verbindet sich nach ein paar Sekunden automatisch. Bonus: Die Firmware ist Open Source, also kann jeder mitentwickeln und du kannst sie theoretisch an deine eigenen Bedürfnisse anpassen. Ich habe sogar jemanden auf Discord gesehen, der den Gaggi-Made in seine DeLonghi Dedica eingebaut hat. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Gaggia Classic ist für mich der größte Gewinn. Endlich macht es richtig Spaß, einen Espresso zu machen. Besonders das Aufschäumen war vorher super nervig und jetzt ist es sogar möglich, für 2 Cappuccinos gleichzeitig zu schäumen. Das haben sie durch eine Steam Assist Funktion erreicht, die die Pumpe pulsieren lässt, sodass der Boiler während des Aufschäumens neues Wasser bekommt und nicht so schnell Druck verliert. Beim Aufschäumen habe ich normalerweise 0,9 bar, was nicht viel ist, aber mit der Seriendampfdüse trotzdem gute Ergebnisse liefert. Aber bevor ihr auf in den Warenkorb klickt, hört euch das Kleingedruckte an. Auch wenn es meiner Meinung nach die Gaggia Classic in eine fast perfekte Maschine verwandelt hat, gibt es ein paar Nachteile, die ihr kennen solltet. Vor ein paar Wochen habe ich den Einschaltknopf gedrückt und bekam einen schwarzen Bildschirm. Nach ein paar Troubleshooting-Schritten hatte ich es eingegrenzt. Tote Platine. Das 5-Volt-Netzteil hatte einen Fertigungsfehler und musste ersetzt werden. Zum Glück konnte ich die Platine noch über USB mit Strom versorgen, aber das bedeutete, die Maschine zu öffnen, während ich keinen Kaffee brühen konnte. Der Gaggi-Made Kundensupport und Discord war super hilfreich dabei und sie haben mir problemlos eine Ersatzplatine geschickt. Letztendlich hat das mein Vertrauen in das Projekt nicht geschwächt, sondern sogar gestärkt, weil ich weiß, dass ich mich auf das Team verlassen kann, wenn es um Problemlösungen geht. Aber wenn ihr euch für einen Gaggi-Made entscheidet, müsst ihr wissen, das ist ein DIY-Projekt. Ihr seid für die Installation verantwortlich und es besteht die Möglichkeit, dass Dinge kaputt gehen und ihr die Maschine wieder öffnen müsst. Das hat aber auch eine gute Seite. Wenn etwas kaputt geht, wo ihr in anderen Fällen die Maschine wegwerfen oder zu einer teuren Werkstatt bringen müsstet, wisst ihr jetzt, wie ihr es selbst reparieren könnt. Was uns zu einem weiteren Punkt bringt, den keine glänzende Werbung erwähnt. Das ist ein Do-it-yourself-Projekt unter permanenter Netzspannung 2 Meter von eurem Waschbecken entfernt. Deswegen ziehe ich jeden Abend den Stecker aus der Steckdose. Paranoid? Vielleicht.
aber ich bin unsicher, ob eine Versicherung eventuelle Schäden decken würde, falls es zu einem Kurzschluss kommt. Ich denke, die beste Lösung wäre einfach eine smarte Steckdose, die sich nachts oder wenn man das Haus verlässt, automatisch ausschaltet. Zur Installation. Ich habe sie als mittelschweres Projekt empfunden. Die Anleitung ist ordentlich, der Discord ist Gold wert, aber wenn ihr noch nie ein Kabel abisoliert habt, wollt ihr einen Freund dabei haben, der das schon mal gemacht hat. Bei mir hat die Installation etwa 3 Stunden gedauert, aber ich hatte keine Installationsvideos auf YouTube zur Verfügung. Inzwischen gibt es auf anderen Kanälen ziemlich gute Installations Guides, also ist es meiner Meinung nach gut machbar. Wenn es erstmal läuft, sind die Bugs nur geringfügig, sie haben einen tollen Job bei der Softwareimplementierung gemacht. Sie haben es auch möglich gemacht, dass die physischen Knöpfe weiterhin funktionieren, was für mich ein riesiges Plus ist, weil es das taktile Gadget-Gefühl bewahrt. Ästhetik. Ich bin nicht verliebt ins Display-Design, speziell der große Rand und das sichtbare Kabel, aber es ist okay. Sagen wir mal so, Funktion vor Form. Da es ein Kit ist, könnt ihr das anpassen. Ich habe Leute gesehen, die andere Displays verwenden oder Kabel anders verlegen, um es cleaner aussehen zu lassen, aber out of the box sieht es ein bisschen gemoddet aus. Wir haben noch einen kontroversen Punkt. Thermische Stabilität. Eine Sache, die der Mod nicht ändern kann, ist Physik. Der Boiler der Classic ist winzig. Ich habe den Aluminium-Boiler, aber inzwischen gibt es die größere Version mit Messing-Boiler. Sobald das vorgeheizte Wasser verbraucht ist, senkt kaltes Nachfüllwasser die Temperatur, sodass Shots nachlassen und unterextrahieren können, besonders bei hellen Röstungen, die jeden Grad brauchen. Eine PED hilft und die neueste Firmware hat sogar einen Pre-Boost für die Heizung, die ziemlich viel Power hat. Aber es ist immer noch eine Kleinboilermaschine. Wenn ihr täglich skandinavische helle Röstungen jagt, bleibt eine Maschine mit größerem Boiler oder Zweikreiser stabiler. Bei mittleren und dunkleren Bohnen macht die Gadja einen sehr guten Job und der Temperaturabfall ist klein genug, dass die meisten Tester ihn nicht bemerken. Jetzt kommen wir zur Preisfrage. Gadja Classic, 450 € dazu, das Gachi Mate Kit, 225 €. Ein guter Siebträger kostet 40 €, ein Präzisionssieb 20 €. Gesamt etwa der Preis eines gebrauchten Zweikreisers oder Dual Boilers mit guter Temperaturkonstanz bzw. Temperatursteuerung. Warum also die Mühe? Weil gebrauchte Dual Boiler keine Open Source Updates, Echtzeit-Flussdiagramme oder Community-Druckkurven bieten. Der Gachi Mate ist genau das, es ist ein Projekt und ein spaßiges Hobby. Wenn ihr gerne bastelt, ist das ein koffeinhaltiger Lego-Bausatz. Wenn ihr einfach nur Kaffee wollt, kauft das fertige Gerät und verbringt die gesparten Samstage damit, Lattes zu trinken, statt sie zu debuggen. Die Installation des Mods macht euch nicht magisch zum Barista. Ihr müsst immer noch die Variablen verstehen. Tatsächlich kann mehr Variablen zu haben, Flow, Druckprofile, die Lernkurve für Anfänger steiler machen. Mein Urteil nach 6 Monaten und vielen Shots, ich würde es zu 100% wieder machen. Ich kann es nur empfehlen. Wenn ihr Projekte liebt, wenn ihr lernen wollt, warum Espresso funktioniert, statt nur, dass er funktioniert. Fehlt euch eines davon, könnte euer Budget-Mod zu einem sehr teuren Türstopper werden. Unterm Strich, diese Maschine kann einige der besten Espressi fürs Geld machen, aber die Reise schmeckt eher nach Ingenieurskunst als nach Bequemlichkeit. Sagt mir in den Kommentaren, was ihr denkt. Lasst ein Like da, damit YouTube weiß, dass Ehrlichkeit noch zählt und abonniert für das nächste Video, in dem ich diese Maschine mit einer Lelit Bianca vergleiche. Bis dahin haltet euer Kaffeepulver eben und eure Kabel isoliert. Ciao!